Dieses Video spart dir 500 Euro. Bleib auf jeden Fall dran, denn wir beide erklären dir, wie das funktioniert. Und ich möchte dir noch eine Sache sagen. Das hier ist der letzte Hochdruckreiniger, den ich in meinem Leben gekauft habe. Warum? Das auch in diesem Video. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Helmut von der Firma Krenzle. Los geht's. Wir schauen uns heute das Thema Hochdruckreiniger an und vergleichen vor allem die beiden Geräte, denn das hier ist meiner. Wir haben hier den Krenzle 1152. Das ist für mich ein legendäres Gerät aus vielerlei Gründen, da kommen wir gleich dazu. Denn der Helmut hat mir gesagt, dass das, so wie es mir ging, ganz vielen anderen Leuten auch ging, denn es ist nicht mein erster Hochdruckreiniger, aber es ist mein letzter. Ja, das sage ich dir auf jeden Fall. Das ist mein letzter. Nicht, weil ich morgen nicht mehr da bin, sondern weil er noch so lange durchhält. Denn ich habe dasselbe Problem wie ganz viele deiner Kunden auch, nämlich ich habe mir einen Hochdruckreiniger gekauft, der ist kaputt gegangen. Ich habe mir einen zweiten Hochdruckreiniger gekauft, von einem namhaften Hersteller, den ich nicht nenne. Der ist auch kaputt gegangen. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein. Ich habe keine Lust mehr. Und dann habe ich den großen Vorteil gehabt, dass ich das Video zu dem hier gedreht habe. Und habe gesagt, okay, das Thema ist für mich durch. Das hier ist der letzte. Weil ich auch wusste, was er kann und wofür er steht. Ja? Aber erst einmal, ist das wirklich so, dass eure Kunden häufig mehrere Geräte davor kaufen und dann sagen, ey, ich brauche jetzt was Richtiges? Das erleben wir ganz oft, dass die Kunden ein-, zweimal falsch kaufen, irgendwelche No-Name-Geräte kaufen und dann merken, es funktioniert nicht, ich bekomme keine Ersatzteile nicht und dann sagen, jetzt brauche ich mal was Gescheites. Aber was macht den denn zu etwas Gescheitem? Was unterscheidet den von einem günstigeren Gerät? Wir produzieren noch Made in Germany. Wir sind ein Familienbetrieb mit 250 Leuten. Wir setzen absolut auf Langlebigkeit und bei uns bekommt man nach 20, 25 Jahren Ersatzteile. Das war für mich übrigens auch ein Thema, was mich total erstaunt hat, weil ich habe, glaube ich, vor langer Zeit schon mal ein Video gedreht, wo jemand einen 20, 30 Jahre alten Hochdruckreiniger von euch hatte und brauchte dafür ein Ersatzteil. Und er hat das immer noch bekommen. Da war ich, was ist denn hier los? Also wie lange kann man Ersatzteile vorhalten? Das ist ja Wahnsinn. Ja? Also das ist aber genau das, wo ich sage, deswegen ist es halt auch der letzte Hochdruckreiniger, den ich kaufe. Weil bei meinem letzten war es wirklich so, ich wollte nach 3, 4 Jahren Ersatzteile haben, gab es nicht mehr. Thema ausgelaufen. Ob ich damals schon ein Auslaufgerät gekauft habe oder nicht, ist mir auch egal. Ich möchte doch nicht ein Gerät andauernd neu kaufen. Und man muss eine Sache ganz klar sagen, die Geräte kosten mehr. Die kosten auch, sag mal, auch deutlich mehr als diese No-Name ganz einfachen Geräte. Aber was habe ich denn davon, wenn ich andauernd was neu kaufe? Ja, ich will das nicht. Ich möchte ein Gerät haben, das ich auch kenne, mit dem ich vielleicht auch schon vor 3 Jahren was gemacht habe und wo ich dann immer wieder weiß, ich benutze es und das funktioniert auch einfach. Ja. Und was mich damals als allererstes so erstaunt hat, ich wollte die Verpackung hochheben und dachte, was ist denn hier los? Ja, das Ding wiegt ja, weiß ich gar nicht, weißt du aus dem Kopf, wie viel es wiegt? 33 Kilo. Alter, 33 Kilo, ja. Das merkt man auch, wenn man hier hochwuchtet, das ist schon ordentlich Gewicht, aber dafür hat man auch die Räder hier unten, das ist nicht das Problem. Aber dann merkt man auch, dass es wirklich nicht alles Kunststoff innen drin. Sag mal, der Motor hier ist aus? Also wir verbauen... Oder die Pumpe, muss man ja sagen. Genau, wir verbauen ausschließlich Messingpumpen, das zeichnet uns aus. Eine Messingpumpe steht für Langlebigkeit. Viele andere Hersteller verbauen Kunststoffpumpen oder Pumpen mit Alukopf. Nur die Messingpumpe also alle Hochdruckreiniger im Profibereich haben eine Messingpumpe. Und zwar vollständig. Das ist nicht so, dass Teile aus Messing sind, andere Teile sind wie aus irgendwas anderem, sondern das ist vollständig aus Messing. Genau. Ja, das ist ja dafür gebaut, um halt auch langlebig zu sein. Denn das, was in der Regel ja kaputt geht, ist wahrscheinlich, ja, wobei es sind so wahrscheinlich 2 Dinge. Einmal das Gehäuse, ja, was deutlich robuster ist als bei allen anderen Geräten, die ich bis jetzt so in der Hand hatte, in der günstigen Preisklasse. Und natürlich der Motor. Ja, das sind die beiden Sachen, oder ich sage mal Motor, die Pumpe. Genau. Ja. Okay. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass ihr auch alles schon mal testet, bevor es rausgeht. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Das heißt, jeder Hochdruckreiniger wird komplett allen Tests unterzogen, ob die Pumpe funktioniert, ob alle Teile funktionieren, die Elektrik funktioniert, richtig? Jeder Hochdruckreiniger hat bei uns ab Werk eine 100% Prüfung und somit können wir ziemlich sicher sagen, wenn der Hochdruckreiniger zu Hause ankommt, er funktioniert. Okay. Dasselbe ist auch mit den Düsen und mit den ganz anderen Teilen, das wird auch alles schon mal getestet? Das wurde alles schon mal durchgetestet und wir können sagen, es funktioniert. Und vielleicht für euch, das ist wirklich keine, ich sag mal das jetzt, wie sagt man so schön neudeutsch, das ist keine Marketing-Sprech, sondern das ist mein Gerät. Das ist wirklich mein persönliches Gerät, was ich hier habe. Und der Helmut habe ich nicht dafür bezahlt und hat mir es auch nicht geschenkt, sondern ich habe dafür auch wirklich Geld bezahlt. Und ich habe hier vorne mal drauf geguckt, der ist Baujahr 2021. Ich benutze ihn also wirklich schon seit 5 Jahren. Und im Wesentlichen
nee, nicht im Wesentlichen, sondern es ist so, dass ich das auch sehr häufig benutze. Ich bin so ein notorischer Autowascher und auch Dinge sauber mache. Ich mag das auch, wenn meine Terrasse sauber ist, wenn gerade hier der Hof, hier haben wir 1000 Quadratmeter gepflasterten Hof, auch den haben wir schon komplett mit dem UFO, da kommen wir nachher nochmal dazu, auch nochmal schön sauber gemacht und so weiter und so fort. Also das geht aber auch nicht nur ich benutzt, sondern haben auch schon zahlreiche andere Leute benutzt und er lebt immer noch. Ja? Und ich habe eine wahre Geschichte, ist auch wirklich meine Nachbarin, ein paar Häuser weiter, hat gesehen, wie ich den benutzt habe und sagte, oh ja, ich mache das heute auch. Und war an dem Tag im Baumarkt und hat sich ein Gerät gekauft, wirklich wahre Geschichte, und jetzt genau das passiert, ausgepackt, war kaputt. Ausgepackt, war kaputt. Und hat sie ganz, ganz bitte kann ich deinen haben an dem Tag. Und ich habe ihr auch meinen ausgeliehen und hat damit ihre Terrasse sauber gemacht. Und das sind alles Dinge, die ich mit dem nicht habe. Er funktioniert einfach und ist super robust. Und deswegen sage ich, es ist der letzte Hochdruckreiniger, den du kaufen wirst. Und jetzt haben wir heute den neuen, den die 1154. Jawohl, genau. Also sag mal, die Evolution, man könnte jetzt auch sagen, ein Facelift mit ein paar Dingen, die anders sind. Richtig, ja. Das wollen wir euch gleich erklären. Aber wenn ihr übrigens Fragen habt rund um das Thema Hochdruckreiniger, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Was war denn der Grund, warum du dich für diesen Hochdruckreiniger entschieden hast? Der, den ich davor hatte einen großen Nachteil. Der hat zwar noch funktioniert, aber der Schlauch ging mir kaputt. Es war wirklich das Problem, dass der Schlauch nicht diese Güte hatte und der ist mir abgeknickt. Dann habe ich nochmal verkürzt, nochmal irgendwie zusammengetüdelt und dann ist mir nochmal kaputt gegangen und ich hatte ja auch nicht die Möglichkeit, das aufzuwickeln. Und ich habe gesagt, ich will den besten Schlauch, ich will, dass das aufgewickelt werden kann. Ich will nicht, dass es irgendwo hier rumfliegt alles. Das muss ein Ende haben und ich möchte auch alles an einem Gerät dran haben. Deswegen war es mir total wichtig, dass ich hier vorne diese Halter, diese Garage habe und ihn einfach benutzen kann, weil ich hasse das, wenn alles irgendwo rumfliegt. Und hier ist es auch so, vielleicht als zusätzliche Sache, was ich hinterher erst gemerkt habe, ich kann auch das Kabel hier schön aufwickeln, weil so häufig, wie ich das hier abgewickelt habe und trotzdem ist das hier immer noch dran, trotzdem habe ich hier meine Schlaufe noch und trotzdem fällt das nicht irgendwo runter und ich muss nur dreimal drum rumwickeln. Da hatte ich keine Lust mehr drauf und das ist mir dann auch mal ein paar Euro mehr wert. Also das war das Thema. Eine Sache, die ich aber übrigens gleich gelernt habe, die möchte ich euch auch mitgeben, steht ganz groß in der Anleitung drin, legt ihn hin. Ja? Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Aber das war für mich eigentlich der Hauptgrund. Ja? Ich wollte einen perfekten Schlauch haben. Aber ich sag mal, ich habe einfach gesagt, der muss gut sein und ich sage auch, der ist gut, aber warum ist der eigentlich so gut? Ja. Man sieht jetzt hier am Schlauch, wenn wir den eindrehen, wir verbauen hier eine Stahleinlage und somit knickt mir der Schlauch nicht ab. Die einfachen Schläuche haben nur eine Gewebeeinlage, haben das Problem dann, dass sie einmal hier an der Stelle knicken und immer wieder und dann ist der Schlauch kaputt. Und man sieht jetzt hier, er hat schon lange Zeit durchgehalten und das ist natürlich eine tolle Sache. Auch ganz wichtig, was viele nicht wissen, wir haben hier im Schlauch ein Drehgelenk verbaut. Also wenn wir hier jetzt den Schlauch anschließen, dann dreht sich hinten am Handgelenk der Schlauch mit und somit habe ich weniger Kräfte auf meinem Handgelenk. Stimmt, das hatte ich auch beim letzten Hochdruckreiniger davor. Ich habe es angeschraubt unten und dann bin ich in der Gegend, dann musste der Schlauch immer sich irgendwie, ich musste den Schlauch nochmal dreimal drum rumdrehen und dann irgendwie hat es dann funktioniert. Hier ist es ja wirklich so, dass die Kupplung, wollen wir sie nochmal hier, dass sich das hier wirklich mitdreht, ja, und dass ich da dieses Verdrehen im Schlauch nicht automatisch habe. Das ist richtig, richtig genial. Und übrigens allgemein, die Kupplung hier ist super hochwertig, also die wir hier haben. Das ist nicht, das ist kein Kunststoff oder so, sondern das ist wirklich auch Messing, vermute ich mal. Genau, wir verbauen hier nur Messingverschraubungen und wir verbauen immer schon M22 x 1,5. Also wir ändern nicht ständig den Schlauchanschluss, sondern belassen einfach den Schlauchanschluss, wenn man mal verlängern muss und so weiter. Das heißt also, dass ich auch den Schlauch jetzt quasi daran stecken könnte? Ja. Also zumindest ist es derselbe. Definitiv. Oder hier die Lanze könnte ich da jetzt auch benutzen. Genau. Nochmal zurück auf das Thema mit dem Umlegen. Ganz, ganz wichtig, sehen leider viele in der Bedienungsanleitung nicht. Wir haben hier einen geschlossenen Ölkreislauf. Daher muss die Maschine hier umgelegt werden, damit auch die 3 Kolben sauber geschmiert werden. Und riesen Vorteil, bei 15 Meter Schlauch, du laufst um die Ecke, ziehst an dem Schlauch und dann könnte das Gerät umfallen. Und dann kann irgendwo was kaputt gehen. Hier nicht, das Gerät liegt sauber und es kann nichts passieren. Ich möchte für euch noch auf eine Sache hinweisen, denn hier ist im Gegensatz zu dem anderen ein Aufkleber drauf, den haben wir selber draufgeklebt. Hier steht Ölwechsel drauf. Ganz wichtig, ihr müsst bei dem Gerät auch ab und zu einen Ölwechsel machen. Steht ja auch im Handbuch drin, nach wie vielen Stunden, welches Öl und so weiter und so fort. Es gibt auch originales Öl von euch, ja, was man hierfür nutzen kann, was genau für einen Ölwechsel gedacht ist. Aber wichtig, wenn ihr so einen Hochdruckreiniger habt und wenn es euer letzter sein soll, dann macht ab und zu einen Ölwechsel, oder? Genau. Und ganz wichtig,
den ersten Ölwechsel nach 50 Stunden und dann alle 250 Stunden sollte das Öl getauscht werden. Ja, ich habe es auch erst nach, glaube ich, 100 gemacht, aber weil es war mir einfach nicht präsent, aber deswegen haben wir auch ganz bewusst hier drauf geschrieben, von wann das Ganze ist. Ich habe 2024 haben wir den Ölwechsel gemacht und der nächste werden wir wahrscheinlich so in einem halben Jahr machen, weil dann kommen wir so etwa wieder an die 250 Stunden ran. Genau. Und was mir auch noch auffällt, ganz, ganz wichtig, optional hast du dir einen Wasservorfilter angeschafft. Ja. Wir haben jetzt gerade vorhin auch schon ein bisschen so reingelangt. Es kommt immer mal ein Schmutz mit. Von deinem Gartenschlauch, vom übers Gras drüber ziehen. Und ist ein ganz wichtiges Bauteil, das den Hochdruckreiniger zusätzlich schützt. Und natürlich auch den Wasserfilter muss man ab und zu sauber machen. Genau, denn wenn ihr eine Sache nicht in den Motor haben wollt, das ist Sand oder ähnliches, ja, davon geht er eben dann doch schon kaputt. Das ist ja völlig klar und dafür gibt es dieses Teil. Und ganz ehrlich, das kostet 20, 30 Euro irgendwo dazwischen. Ja. Und da schraubt ihr einmal ran und dann habt ihr wirklich keinen Schmutz mehr, also garantiert keinen Schmutz mehr drin. Genau. Ja. Und kann ich nur empfehlen. Das war das allererste. Ich habe das Gerät genommen, ausgepackt, rangeschraubt, fertig. Ja, ist für mich auch ein bisschen angenehmer, weil das Gerät schaut dann ein bisschen, also der Anschluss schaut ein bisschen weiter raus und dann kann ich auch besser ranstecken. Also ich fand das sowieso angenehmer so. Die Hochdruckreinigerpumpe selber mag halt einfach keinen Schmutz nicht und spätestens vorne an der Düse hast du irgendwann dann das Problem, dass sie nicht mehr so sauber funktioniert und kein sauberes Sprühbild hat. Darum bitte immer Wasserfilter verwenden. Und ganz wichtig bei Zisternenwasser, bitte nicht diesen Filter verwenden. Wenn ich so ein Wasser hernehmen möchte, dann bitte einen großen Feinfilter verwenden. Der dient wirklich nur zum Schutz, wenn mal was mitkommt, aber nicht dauerhaft. Ich kann natürlich dran lassen, ja, das schadet dann nicht. Aber ich habe bei mir zu Hause auch Zisternenwasser manchmal im Einsatz. Da habe ich wirklich einen ganz, ganz großen Vorfilter, schon vor meiner ordentlichen Pumpe, die das hier entgegenbringt. Und da habe ich wirklich gar keinen Stress mehr. Aber das ist sehr, sehr wichtig, weil ich habe damit mir auch schon eine Pumpe kaputt gemacht. Zum Glück nicht die hier. Eine wichtige Sache, das ist der 1152. Wir schauen uns gleich an, was der Unterschied ist zum 1154. Den 1152 gibt es immer noch bei uns im Shop. Ja, das ist das bewährte Gerät, tausendfach verkauft. Gibt es bei uns auch zu einem sehr, sehr attraktiven Preis. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Natürlich bekommt ihr dort den 52er auch noch, aber was ist der 54er? Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen dem und dem, was sagt ihr, Nachfolgemodell? Oder genau. Ich sage schon, das ist irgendwie Facelift, weil das ist ja jetzt kein schlechtes Modell deswegen geworden, sondern was hat sich jetzt geändert? Genau. Also wir haben erstens mal die Form und die Aufmachung geändert. Wir sind ein bisschen eckiger und kantiger geworden. Ganz wichtiger Punkt, wir verbauen jetzt eine größere Pumpe. Wir haben jetzt statt hier 130 Bar, 140 Bar. Okay. Wir haben die Kolben von 14 mm auf 15 mm vergrößert. Die Kolben selber sind bei uns ja gehärtet und beschichtet. Was ist der Vorteil von dem größeren Kolben? Dass wir eben die 140 Bar und 600 Liter Wassermenge aus dem Gerät herausbekommen. Da sind wir jetzt in einer ganz anständigen Leistungsklasse. Also da bewegt sich richtig was. Du, ganz kurz, wo du jetzt sagst 600 Liter und 140 Bar. Ich glaube, viele haben ein falsches Verständnis von wie reinigt ein Hochdruckreiniger. Ich kann jetzt ja, sag mal, Theorie, ja, also nur mal theoretische Zahlen. Nehmen wir an, ich hätte jetzt 200 Bar, aber nur 200 Liter. Es ist eine ganz andere Sache, als wenn ich, sag mal, 150 Bar hätte und 600 Liter. Ja. Also nur von irgendwelche Zahlen gesagt zu haben. Weil ich glaube, viele verstehen nicht, die Wassermenge ist entscheidend. Die Kombination zwischen Druck und Wassermenge gibt mir das Reinigungsergebnis. Und nur viel Druck bringt mir nichts. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier haben wir eine super Balance gefunden und das Reinigungsergebnis ist gigantisch, werden wir dann auch gleich sehen. Ja, das kann ich nur bestätigen, absolut. Okay, was ist noch anders? Also was hat der noch an anderen Funktionen? Zum Druck möchte ich noch kurz was sagen. Wir haben hier 140 Bar Arbeitsdruck. Viele geben immer den maximalen Druck an, aber wir geben den Arbeitsdruck an. 160 Bar Abschalldruck, 140 Bar Arbeitsdruck. Das wollte ich zum Druck noch hier sagen. Das heißt, er hält dauerhaft die 140 Bar? Ganz genau. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Manche schaffen das mal ganz kurz und dann fällt es wieder ab. Genau. Also die Druckangabe bei uns bedeutet Arbeitsdruck. Ja, ich finde es auch schön, dass wir wirklich eine ordentlich solide Anzeige vorne haben. Das hat ja auch nicht jedes Gerät, gerade die sehr günstigen Geräte, da fehlt das immer. Und da muss ich mich auf irgendwas verlassen, was auf der Packung steht. Ich finde das schon schön, dass es da auch ordentlich angezeigt wird. Genau, wir haben ein großes, schönes Manometer verbaut. Und zum Unterschied auch noch zum 1152, wir haben natürlich auch automatisch dann einen größeren Elektromotor verbaut mit 2,95 kW. Oh, das ist ein gutes Thema. Wie viel habe ich hier? 2,8. Wir brauchen wirklich eine gute Zuleitung.
Das heißt also, wenn wir jetzt sagen wir, eine schwache Sicherung haben, dann führt es bei solchen Geräten, die so nah dran sind, dann an, ich sag mal, nah dran an 16 Ampere, an der 16 Ampere Sicherung, sind dann schon dafür, dass auch eine Sicherung dann auch mal fliegen kann. Das liegt nicht am Gerät. Ja? Das Gerät selber macht das schon alles gut, sondern sorgt für eine gute Zuleitung. Und vor allem eine gute Verlängerung, wenn ihr sie benutzt. Ja, also kein mini-dünnes Kabel, dann wird es halt auch schnell mal warm. Genau. Thema Verlängerungskabel können wir vorweggreifen. Wir benötigen unbedingt beim Verlängern ein 2,5 Quadratkabel. Okay, also schon ein ordentliches Kabel und eine ordentliche Kabeltrommel. Ja. Genau. Dann haben wir noch hier einen größeren Ein- und Ausschalter verbaut, damit man auch mit dicken Handschuhen schön rankommt und das Gerät betätigen kann. Wir haben hier die Lanzenhalterung noch ein bisschen verbessert, noch zur Einlage reingemacht. Steht ein bisschen stabiler drinnen und wir haben hier oben im Griff noch so eine Soft-Grip-Einlage reingebaut und unten so eine Einbuchtung, damit ich das Gerät auch sauber verladen kann. Das heißt, wenn wir es jetzt zusammenfassen, es ist etwas stärker, ja, etwas mehr Wasser. Haben wir hier auch 600 Liter schon gehabt? Genau. Die Wassermenge bleibt gleich, aber wir haben 10 Bar mehr Druck. Also 10 Bar mehr Druck. Wir haben einen anderen Schalter. Ja, ein etwas, vielleicht auch ein bisschen moderneres Design, kann man schon sagen. Weil ich finde die nicht schlecht, ich mag meinen. Ja. Wo ich zu 100% bei dir bin, ist der Schalter. Der ist nicht schlecht, aber den würde ich schon lieber haben. Ja, weil man kann den etwas, das greift sich besser. Ja, ich habe den jetzt schon einmal benutzt, das ist schon nochmal was anderes. Und ganz wichtig, das ist unser Lieferumfang. Von der Pistole her haben wir eine kleine Änderung drinnen. Der Anschluss geht jetzt nach hinten raus. Ein bisschen angenehmer zum Arbeiten. Dann habe ich den Schlauch nicht vor mir dran. Aber trotzdem altbewährt. Hier alles Messing geführt. Man sieht es in den Pistolen innen drinnen. Alles aus Messing. Und auch ganz wichtig, unsere hochwertige Hochdruckschnellkupplung. Auch alles aus Messing. Bei der Schnellkupplung ganz wichtig zu beachten. Ich habe hier so eine kleine Einkerbung. Dann kann ich kuppeln. Und bei 1/4 Umdrehungen habe ich das Ganze dann gesperrt. Ich muss sagen, das ist eine coole Sache, dass es nicht mehr hier ist, weil hier war es, wenn man es mal abgemacht hat oder ranmachen wollte, muss man immer so ein bisschen hier unten dran rumfummeln. Ja, das ist schon nochmal eine andere Sache. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe das Ding in der Regel immer dran und stecke mir das hier so rein. Also ich mache es eigentlich fast nie ab. Was ist eure Empfehlung? Jedes Mal wieder abschrauben? Nee, oder? muss nicht machen. Kannst einfach dran lassen, kein Problem. Wichtig ist nur, bitte lass immer nach dem Arbeiten den Druck ab und dann kannst du auch dein Hochdruckschlauch sauber aufrollen und das ist ganz wichtig. Oft lassen die Kundschaften den Druck auf dem Gerät selber, quasi stellen das in die Ecke rein und es sind nur 160 Bar Abschaltdruck im Gerät. Also ergo, Gerät ausschalten, nochmal kurz hier den Druck ablassen und dann erst wieder zusammenfahren oder zusammenbauen. Du kannst mir bitte aber eine Sache mal zeigen, weil ich glaube, jemand, der kein hochwertigen Hochdruckreiniger gewohnt ist, der weiß gar nicht, wie gut sich das verbindet. Und zwar die, jetzt hier vorne die Lanze, wie gut du es einsetzen kannst. Genau. Hier haben wir dann unsere neue Edelstahllanze dazu gepackt mit einer 20 Grad Messingdüse. Also auch hier verwenden wir absolut hochwertige Materialien. Und wenn hier mal Schmutzpartikel reinkommen sollte, kann ich das auch selber wieder mit einer Nadel sauber machen und weiter geht's. Hier, das war früher im Lieferumfang. Ja, heute ist es die hier. Und wir haben hier 20 Grad, hast du gesagt. Ja? Genau. Aber ich glaube, das schauen wir uns nachher gleich mal draußen an. Genau. Auch wichtig, hier auch der Nippel aus gehärtetem Stahl. Und von Haus aus im Lieferumfang enthalten ist unser Schmutzkiller für aggressive Arbeiten, für Pflasterflächen, für Beton. Und man sieht jetzt auch hier alles aus Messing und er funktioniert wie folgt. Wir haben einen rotierenden Punktstrahl und durch den rotierenden Punktstrahl haben wir sehr gute Flächenleistung und aggressive Aufprallkraft. Also man muss sagen, was der nicht sauber bekommt, dann musst du neu kaufen. Also das Ding ist so, also das kann so gut abtragen, das ist der Wahnsinn. Ich habe bei mir so ein Highboard gehabt, komplett zugemoost mit allem drum und dran, das sah hinterher aus wie neu. Also wirklich wie neu. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich erstaunlich, wie gut das funktioniert. Mag man gar nicht glauben, sieht ganz harmlos aus, aber das ist schon eine gute Sache. Beim Schmutzkiller gibt es noch Folgendes zu beachten. Bitte aufpassen, nicht auf Holz und auf sensible Oberflächen draufgehen. Zum Thema Druckverstellung haben wir noch die Möglichkeit, hier am Handrad den Druck stufenlos zu verstellen. Wenn ich mit der Flaschstahldüse arbeite, kann ich den Druck hier zusätzlich noch runternehmen. Natürlich kann ich auch den Abstand dann nochmal ändern. Ich kann auch sagen, ich gehe ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher ran. Das wäre auch kein Problem. Genau. Hier haben wir noch eine schöne Kurbel zum
15 Meter Hochdruckschlauch aufrollen, die kann ich auch schön einklappen, dann kann ich das sauber in die Ecke stellen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, das war ja der Lieferumfang. Ja? Jetzt gehen wir mal nach draußen und gucken uns mal noch an, was gibt es noch alles. Ich habe dir vorher gesagt, ich bin passionierter Autowäscher und ich liebe es, mein Auto zu waschen. Und da ist das ja genau die richtige. Nein, also mit dem Schmutzkeller gehe ich natürlich nie da drauf, aber hier mit dem Fächer gehe ich natürlich schon da drauf. Und da hast du mir aber gesagt, ihr habt da was Neues im Zubehör, was man nehmen kann, was anders funktioniert und auch eine andere Wirkung hat. Wir haben hier unsere neue Pendeldüse mit dabei. Die Pendeldüse ist eine Kombination zwischen Schmutzkiller und Flaschstahldüse. Nicht ganz so aggressiv, aber wir haben eine höhere Flächenleistung. Und wir haben hier keine Mechanik verbaut, nur durch die Anströmung hüpft der Strahl hin und her. Und das können wir jetzt gleich ausprobieren. Das heißt aber, hier ist es ja so, dass ich einen Strahl habe, der so einem Fächer dann läuft, um entsprechende Reinigungsleistung zu haben. Hier habe ich ja aber wirklich einen aufgeteilten Strahl. Das heißt, der Druck teilt sich dann auf eine etwas breitere Fläche, richtig? Genau, richtig. Und das hier ist quasi als Kombination, das ist ein Strahl, der aber hin und her pendelt. So, genau so kann man das erklären. Mal schauen, ob das funktioniert. Also ich muss sagen, man merkt einen deutlichen Unterschied. Man muss aber auch etwas anders handeln. Die Fläche ist ein bisschen anders und es hört sich anders an. Also wir konnten das nicht schön aufnehmen, weil die Geschwindigkeit ist so schnell, dass es von rechts nach links geht. Aber man hört den Unterschied. Also man hört wirklich, dass dieser einzelne Punkt nach rechts und links geht. Ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt, dachte so, der arme Lack, kann er das ab? Ja, aber nee, es ist im Grunde wie eine Fächerdüse, die einfach nur besser reinigt. Apropos besser reinigt, wenn ich jetzt schon angefangen habe, muss ich auch weitermachen, weil ich möchte euch unbedingt mal die Schaumlanze zeigen, weil es macht jedes Mal Spaß und wenn ihr es einmal benutzt habt, das ist absolutes Suchtpotenzial. Damit das richtig sauber wird, nämlich hier diese Bürste, da kommt natürlich hier vorne Wasser raus und ich habe hier Naturhaar, damit es schon für den Lack ist. Ich glaube, du hast auch gemerkt, ich liebe Autowaschen. Ich könnte es den ganzen Tag machen, aber ehrlicherweise nur bei meinen eigenen Autos, weil fremde Autos waschen finde ich wie merkwürdig. Da kommt nicht diese Liebe rüber. Aber was ihr gerade gesehen habt, ist Folgendes. Wir haben ja hier mit diesen, was ist das hier, Borsten? Mit Naturhaarborsten, genau. Genau, mit diesen Naturhaarborsten bin ich hinten auf das Heck gegangen. Und wir blenden euch jetzt mal die eine Seite ein und die andere. Auf der einen Seite habe ich auch mit Schaum, mit allem drum und dran, ich auch mit Hochdruck, mit allem das Ganze gewaschen. Und aber mit der Bürste wunderbar
wunderbar sauber. Andere Seite, alles auch gemacht, ohne das hier. Und es ist dreckig geblieben. Das heißt, da müsste ich jetzt doch wieder von Hand dann drüber gehen. Und ich muss sagen, die Seite, die ich hier mit dem gemacht habe, das ist schon echt gut geworden. Danach noch ein bisschen mit Tuch hinterher und das Thema ist durch. Also das finde ich schon wirklich genial. Kommt bei mir in mein Repertoire mit rein. Ja? Bei der Bürste kann man noch dazu sagen, den statischen Staub löse ich damit. Und genau. ich brauche einfach die Mechanik mit drauf und dann wird es picobello sauber. Ja, also es geht ja auch gerade darum, dass man auf dem Lack nicht hin und her reibt, ja, dass man da nicht aktiv den Schmutz dann in den Lack reinreibt. Und das machen wir hier halt nicht. Und das Schöne ist halt, da haben wir halt die ganze Zeit Wasser, was es auch abspült. Und sie reinigt sich ja auch selber. Also das ist ja kein Dreck, der hier drin bleibt, sondern es spült ja die ganze Zeit sich selber auch sauber. Dann hatten wir ja auch noch die andere Düse, die hatten wir eben. Welche ist es? Die hier? Ja, genau. Ich glaube, das muss ich noch öfter mal ausprobieren. Das finde ich eine schöne Sache. Aber danach hast du das hier mal ausprobiert. Wir haben gerade Winter, ja, Salz, Unterboden ist ein Thema. Und da hast du hier das hier dafür, um den Unterboden zu reinigen. Genau, hier nur wichtig, bitte beachten, ich habe hier durch den 90-Grad-Winkel natürlich die Kraft des Hochdruckreinigers gegen mich. Bitte unten auflegen, draufstecken, abdrücken und dann kann ich unten mein Auto sauber rauswaschen. Das heißt, ich kann hier unten auch darauf fahren. Absolut. Ja, und dann, um dann hier dahin zu gehen, wo ich hin möchte. Genau. Apropos, wo ich hin möchte, jetzt wird es ja langsam ein bisschen kurz. Ja, dann brauchen wir eigentlich eine Verlängerung. Ja, hast du bestimmt auch eine hier irgendwo dabei? Genau. Genau, du hast ja sogar 2 verschiedene, glaube ich, gehabt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wie jetzt hier bei der normalen Flaschdrehdüse zum Beispiel, nochmal 1 Meter Verlängerung hier mit drauf zu bauen. Und dann gehe ich hier mit der Pistole drauf und kann dann wirklich unten meinen Wintergarten zum Beispiel. Und immer wenn ich halt weit entfernt was reinigen möchte, kann ich die Verlängerungen stufenlos hier mit draufstecken. Also ich kann das auch noch verkürzen? Also wir können jetzt hier runterbauen und können hier noch die Halbmeter verwenden. Ah, okay. Genau, das ist mir gar nicht aufgefallen eben. Ich dachte ja, habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, genau. Also wenn wir das jetzt anschauen, ja, jetzt ist das eine ist ein bisschen länger, das andere ist ein bisschen kürzer. Wenn ich dir das nochmal in die Hand geben darf, das heißt jetzt, die Frage ist, welches ist denn fürs Auto besser? Ja, ich muss das natürlich wissen. Genau. Also hier können wir noch die Halbmeter Verlängerung gar nicht draufbauen. Hier haben wir einen Sechskant drinnen, damit die Lanze... Das ist jetzt für mich schwierig hier mit einer Hand. So, jetzt haben wir es. Und jetzt rein. Okay. Und jetzt also von der Entfernung her könnte ich mir das so schon vorstellen. Ja. Genau, und jetzt komme ich ja mit der Pistole auch noch mit einer halben Meter Verlängerung. Genau. Also schöne Sache. Wofür ist denn jetzt das hier noch da? Also hier haben wir eine Kurzspritzeinrichtung. Ich kann hier stufenlos den Druck einstellen und kann dann sensible Gegenstände einfach abschwallen. Und wenn ich dann den Druck haben möchte, hier zudrehen und dann habe ich 100% Leistung verfügbar. Das heißt, mit dem äußeren Kranz hier kann ich vielleicht etwas nur so abreinigen, ohne großen Druck. Ja? Und vorne habe ich dann doch wieder eine richtige Reinigungsleistung, also eine starke Reinigungsleistung. Genau, da habe ich dann 100% Leistung zur Verfügung. In meinem Fall vielleicht für Radkästen. Mal gucken. Ja, muss ich mal ausprobieren. Aber ihr habt noch mehr. Jetzt haben wir einmal den Tisch gewechselt. Und was hast du jetzt hier an der Stelle? Das scheint mir ein bisschen zu grob für mein Auto. Genau, für das Auto würde ich es jetzt nicht empfehlen, aber für Kombis oder LKWs oder für meine Glasüberdachung zu Hause kann man die hernehmen. Also wir haben hier eine rotierende Waschbürste, die treibt sich an mit dem Hochdruckreiniger. Und die dreht sich dann, ja? Und die dreht sich dann und dann habe ich wieder die Mechanik durch die Drehbewegung und löse den Schmutz. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damit mal meinen Rollladen sauber gemacht. Genau. Ja? Okay, also dafür, für solche Oberflächen ist das dann da, um das dann sauber zu machen. Genau, und hier können wir noch den Winkel einstellen. Ich mache hier die Überwurfmutter auf und kann dann den Winkel so fixieren und dann eben das anpassen zu meiner Standposition. Ja, aber für euch um das mal zu erklären, da kommt jetzt kein harter Strahl raus, sondern es ist dafür da, um die Bürste anzutreiben, um Wasser quasi auch an der Stelle zu haben und dann zu reinigen. Die Bürste löst den Schmutz und das Wasser schwemmt den Schmutz dann weg. Alles klar. Apropos Wasser und Schmutz wegschwemmen, bevor wir zum UFO kommen. Das hier ist eine Kleinigkeit, möchte ich euch aber ans Herz legen. Ich habe das Ding auch und das macht richtig Sinn. Wir haben hier die Schmutzkiller-Lanze jetzt hier drin und die ist einfach nur eingesetzt. Also die ist jetzt nicht hier fest irgendwo jetzt hier verbaut, sondern ich kann sie einfach hier einsetzen. Der große Nachteil, den ich habe beim Schmutzkiller ist, er löst den Schmutz auch wirklich. Und da, wo er das macht, da ist der Schmutz aber auch da weg, aber er ist überall anders. Das heißt, es ist wirklich so, dass ich merke ja, dass das wirklich weit abtransportiert wird, muss man so zu sagen, und dafür ist das hier da. Was genau macht das?
Also ich habe hier den Vorteil, durch den Spritzschirm kann ich zum Beispiel am Weg entlang gehen, ich verspritze meine Hauswand nicht, ich verspritze meine Terrasse nicht und habe einfach einen sauberen Schutz, um mich herum das nicht zu verspritzen. Weil wenn ich eine große Terrasse habe und das am Rand den Schmutzkiller benutze, fein. Aber sobald ich in die Nähe vom Haus komme oder irgendwo, wo man nicht so viel Dreck am Objekt wieder haben möchte, dann macht das hier total Sinn. Und das Schöne ist, man sieht wirklich gut, was hier passiert. Ja? Und man sieht vor allem auch, wie viel Dreck hier drin bleibt. Ja, und das wird hier unten aufgefangen und setzt sich dann wieder unten ab und dann kann ich einfach weiterfahren und habe die Reinigungsleistung. Den Dreck schwimmt es mir einfach unten weg. Genau. Ja. Ist eine wirklich schöne Sache. Danach gehe ich mal gerne noch mit dem Fächer noch mal drüber, schwemme das für mich irgendwo hin und dann ist es perfekt sauber. Ja. Also wäre für mich auf jeden Fall ein absolutes Must-have. Ja. Kostet nicht viel. Übrigens alle Produkte, die wir heute haben, unten wie immer im ehrlichen Preisvergleich verlinkt. Aber ein absolutes Ding, was ihr zu 1000% braucht, ist das hier. Jeder braucht ein UFO. Am besten 2 oder 5 oder 10. Nein, Spaß. Einer reicht euch. Aber das UFO ist etwas, was das Reinigen von Oberflächen, also von zum Beispiel irgendwie eurer Terrasse oder, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Ja? Vielleicht magst du das erklären, sonst würde ich hier enthusiastisch einen halbstündigen Vortrag halten. Genau. Also wir haben hier unseren UFO-Flächenreiniger mit Rädern. Die Räder sind halt sehr angenehm beim Arbeiten, weil mein UFO schön über das Pflaster drüber fährt. Also ich würde immer mit Räder empfehlen und der funktioniert wie folgt. Wir haben hier unten drin unsere 2 Düsen, die sich drehen. Somit wird der Schmutz gelöst und durch die Haube eben auch das Drumherum nicht verspritzt. Genau, das ist im Grunde was Ähnliches wie hier, nur noch effektiver. Und was ich genial finde, ist, man traut dem das nicht zu. Also man traut ihm das ja überhaupt nicht zu, was da passiert. Das ist ja, eigentlich ist das ein Schmutzkiller, nur ein viel größer. Und wenn wir uns das anschauen, wir haben eine Breite von 30 cm. So genau, exakt. Und wenn man damit über den Boden fährt, davor ist einfach schlimm und dahinter ist wie neu. Ja? Und das Schöne ist, durch den Anschluss, du schließt das an und die Räder sind so leichtgängig, du kannst es mit einer Hand einfach so vor dir herfahren und hast eine perfekte Reinigungsleistung. Und bei meinem Hochdruckreiniger, den ich vorher hatte, war es so, ich hatte die Rollen nicht und hatte so ein Kunststoffteil, das hast du über den Boden geschrabbelt und hin und her und dann ist das abgefallen und die Dichtung weg und das war alles nicht schön. Fliegt kommt auch vor, genau. Genau. Und dann irgendwann ist das alles abgenutzt gewesen und da war ich nicht mehr beim Drittel der Terrasse und das war alles nicht schön. Und ich habe das hier vor wirklich 5 Jahren das allererste Mal gemacht. Jetzt gerade vor einem halben Jahr das mal wieder auch benutzt und ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie schön das ist. Auch bei unserem großen Hof haben wir das auch damit gemacht und den ganzen Hof damit gereinigt. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja? Also ein richtig tolles Gerät und kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Eine Sache haben wir vorhin vergessen zu erwähnen und das ist das Thema, ist hier der Anschluss, dass man das Ganze verdrehfrei oder wie sagst du, wir haben hier bei der Sache Unterbodenlanze und bei der Waschbürste hier einen Sechskant verbaut, damit sich beim Arbeiten das Zubehör nicht verdreht, also eine Verdrehsicherung. Das sieht man jetzt hier. Beim Kuppeln merkt man es, man muss ein bisschen aufpassen, aber dafür verdreht sich mein Zubehör nicht. Du kannst es dann in die Richtung auch einstellen, wie du es haben möchtest, wie zum Beispiel bei dem hier. Das ist ja dann so, dass du sagst, okay, normalerweise müsste man das jetzt genau in den Winkel haben. Wenn du aus irgendeinem Grund die Pistole anders führen möchtest, ja, dann kannst du es natürlich auch anders einbringen und dann, dass es dann so von der Seite führst oder wie auch immer. Ja. Und dadurch hast du das Verdrehen eben verhindert. Wir haben jetzt hier 2 Dinge, wo ich an einen Hochdruckreiniger erstmal überhaupt nicht denken würde. Und wir fangen mal wirklich bei dem großen Schlauch hier an. Jetzt wird es ganz obskur. Ja? Was willst du mit so einem riesen Schlauch beim Thema Hochdruckreiniger? Kriegst du da noch 150 Bar raus? Also unseren Schlammsauger, den kennt wirklich keiner. Aber er funktioniert wirklich gigantisch. Für die Anwendung selber, wenn ich einen Pool zu Hause habe, einen Teich habe oder irgendwas mit Schmutzwasser, dann kann ich mit dem Hochdruckreiniger hier Schmutzwasser wegpumpen. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich stecke hier meinen Hochdruckreinigerschlauch an und dann spritzt der Hochdruckreiniger hier in den Schlauch rein. Und somit entsteht Unterdruck und ich kann den Schlamm aufsaugen und mit den 3 Meter Schlauch wegbefördern. Das heißt, im Grunde ist es so, dass ich jetzt hier
also ich habe jetzt hier den Hochdruckreiniger dran, das heißt dieses Teil hier. Hier mit dem Schlauch, ich gehe mit dem Schlauch drauf. Und dann ist es jetzt ein bisschen weiter abgerollt, kann dann an meine Stelle gehen. Auf der Seite geht einfach das Wasser raus, das spritzt wahrscheinlich, und es kommt so. Das kommt wirklich so schön raus, ja. Und ich hab nur einen kleinen Aufstellpool, muss ich sagen, keinen Riesenpool, aber auch da nervt mich das manchmal. Ich überlege, wie kriege ich das da unten raus und mache eine Tour und so ein blöder Roboter, das ist alles Quatsch. Das ist mir alles zu viel, aber das ist ja schon eine geniale Lösung. Wäre ich nie drauf gekommen, also im Leben nicht, dass das ein Hochdruckreiniger kann. Schon genial. Also wir haben euch auch hier mal ein paar Bilder eingeblendet. Ich muss sagen, das ist schon eine coole Sache. Und da geht es ja aber auch da weiter. Das ist wieder noch auch eine Reinigungssache, aber was ganz anderes. Und zwar damit kann man Rohre reinigen. Also nicht, ja, im Grunde schon, ja. Genau. Also wir haben hier unseren Rohrreinigungsschlauch mit 20 Meter Länge. Oha. Und den nehme ich immer her, wenn ich zum Beispiel zu Hause das Problem habe, mein Küchenabfluss läuft nicht ab. Hat bestimmt oder haben schon viele mal gehabt, das Problem. Ja. Und dann kann ich mit dem eben in mein Abwasserrohr reinfahren und habe hier 3 Düsen, die nach hinten dann das Rohr reinigen. Und bei 20 Meter habe ich dann auch dementsprechend die Schlauchlänge und bekomme das Rohr wieder frei. Und ich stecke, ganz wichtig, hier auf die Pistole den Rohrreinigungsschlauch drauf, ziehe ab und dann reinigt er. Und ich habe hier am Ende noch so eine kleine Markierung, ganz wichtig, wenn ich den Schlauch zurückziehe und der rote Punkt kommt, heißt es ausschalten, jetzt kommt dann die Düse. Sonst kommt die Düse, wird's nass, ja. Alles klar. Eine Kleinigkeit, die ich hier auf dem Tisch bei dir noch hinten gefunden habe, ist das hier. Und ich frage mich, warum hatte ich das nicht schon vor Jahren? Nämlich, das ist eine ganz simple Sache, ein Stück Metall eigentlich nur. Ja. Aber das ist ein Zubehör, auch super günstig eigentlich. Aber es macht das Leben so viel schöner, nämlich ich kann mir mein Zubehör aufhängen. Also wirklich, für mich ist genau das Ding, nämlich ich habe erstmal, hatte ich ja euch vorhin gezeigt hier, das kann ich hier rein tun, mega, ja, das kommt nachher auf jeden Fall bei mir hinten an die Wand. Dann kann ich das hier einfach einsetzen, hier, richtig? Genau. So, dann das nächste, ja. Und somit habe ich eine aufgeräumte Garage, habe das sauber an der Wand dran und wenn ich es brauche, gehe ich hin, ziehe es raus und los geht's. Ja, mega Sache. Nochmal ein Hinweis von mir. Ich habe ja vorhin die Schaumlanze ausprobiert und da ist ja ein Reiniger drin gewesen. Die gibt es auch von Kränzle. Auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für die Oberfläche, die du brauchst, kannst du den passende auswählen. Aber jetzt ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Für mich habe ich ja festgestellt, das ist das richtige Gerät für mich. Ja? Aber wer ist denn der typische Anwender eigentlich für den 52er oder 54er? Wir haben hier ein Gerät für den ambitionierten Heimwerker, für den Handwerker und für die Leute, die das Gerät kompakt mitnehmen möchten. Und für alle Vollprofis da draußen haben wir noch Geräte mit halber Umdrehungszahl und für den Dauereinsatz. Wenn ich eure Webseite mir anschaue, sehe ich da 20, 30, 40, glaube ich, über 50 verschiedene Geräte. Genau. Also ihr habt für quasi alles das passende Gerät da. Genau, richtig. Nochmal ganz wichtig für den Privatanwender zum Beispiel ist das hier aus meiner Sicht die Endstufe. Also die beiden sind, also alles darüber braucht kein Privatmensch, außer er benutzt es dauernd, aber ihr habt auch noch kleine Geräte. Das heißt, ihr habt auch noch Geräte, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen kompakter sind. Schaut euch das ruhig mal an, vielleicht ist das eher auch euer Gerät, wenn ihr sagt, das ist mir ein bisschen zu groß oder ich brauche ein etwas anderes Nutzungsprofil. Ja? Da schaut euch gerne auch nochmal um. Und da schließe ich nochmal den Kreis vom Anfang. Ich habe gesagt, das ist mein letztes Gerät. Jetzt weißt du auch warum, weil es eben ewig hält, eine sehr gute Qualität ist, Ersatzteilversorgung und so weiter und so fort. Und das nicht schon, wenn ich es auspacke, kaputt ist. Aber ich möchte nochmal auf den anderen Punkt eingehen, nämlich die 500 Euro. Ich glaube, das ist genau das, wie man es leider viel zu häufig macht. Man sagt, ich brauche ein bestimmtes Gerät, ach, ich brauche es ja nicht so häufig und ich benutze das nur 1, 2 Mal und dann kauft man sich das und dann ist man total unzufrieden. Und ich rate euch dazu, macht das nicht. Kauft keinen günstigen Hochdruckreiniger. Wir haben ja schon einige, schaut euch mal andere Videos von uns an, wir haben ja schon ein paar davon auseinandergebaut. Das ist ja Hanebüchen, was da teilweise so drin ist. Ja? Und wie bei allen anderen Geräten, wer billig kauft, kauft zweimal, muss man ganz klar sagen. Und wenn man überlegt, dass du vielleicht 20 Jahre dieses Gerät hast, dann ist es nicht nur günstig, das ist absolut preiswert. Also das wäre nochmal mein Tipp am Ende, ohne dass es der Helmut sagen muss, weil das ist wirklich meine persönliche, private Meinung. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Hochdruckreiniger, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es genügend sind, kommt der Helmut vielleicht nochmal. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.